Willkommen bei der Leckley Show mit mir, Florian Strelitz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend. Schauen einmal auf den Paragraphen 219a StGB. Da aber nicht jeder, wie ich, mit einem Strafgesetzbuch unter dem Kissen schläft, weil ich immer noch darauf hoffe, dass die Strafgesetzbuchfee kommt und mir im Austausch für mein StGB eine The Purge-Vollmacht hinterlässt, lese ich ihn einfach mal vor, damit klar ist, worum es heute Abend geht. Vorab, ich bin auch kein Arzt, auch wenn ich das sehr häufig schon auf Partys gesagt habe. Und ich lese auch dabei nur den ersten Punkt vor, denn die nachfolgenden Punkte sind die wenigen Ausnahmen, wann Paragraph 219a nicht mehr gilt. Und nur der vierte Punkt wurde erst zuletzt ergänzt, aber dazu später mehr. Der Paragraph 219a des Strafgesetzbuches sagt aus, dass wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise erstens eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder zweitens Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt gibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahre oder mit Geldstrafe bestraft. Und wer hat's erfunden? Genau, die Nazis. Denn der Inhalt des Paragraphen 219a, wie wir ihn seit 1974 kennen, wurde einst im damaligen Reichsstrafgesetzbuch von Adolf Hitler, hier ein Jugendfoto von ihm, aus dem März 1933 im Zuge des Ermächtigungsgesetzes als Paragraph 22 eingesetzt und gilt seitdem immer noch. Und ich dachte, wir hätten die Nazis besiegt. Also zumindest auch formal. Jedenfalls reden wir heute über diesen Paragraphen nicht nur, weil er sowas von falsch ist, sondern auch deswegen. Die Gießener Ärztin Christina Hennel nimmt seit vielen Jahren Schwangerschaftsabbrüche vor. Ganz legal und nur nach der vorgeschriebenen Pflichtberatung. Seit einiger Zeit jedoch weist sie auf die Möglichkeit von Abtreibungen in ihrer Praxis auch im Internet hin. Das aber ist nach Ansicht der Staatsanwaltschaft unzulässige Werbung für diesen Eingriff. Konkret wird ihr vorgeworfen, dass sie ein PDF auf ihrer Website zur Verfügung gestellt hat. In diesem PDF sollen sich allgemeine Informationen zum Schwangerschaftsabbruch befunden haben, allerdings verknüpft mit dem Hinweis, dass diese Maßnahmen auch vorgenommen werden in der Praxis und zwar gegen Entgelt. Das ist der konkrete Vorwurf. Ja, die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch, wenn keine medizinische oder kriminologische Indikation vorliegt, muss aus der eigenen Tasche bezahlt werden, was vollkommen okay ist. Medizinischer Indikator wiederum kann dann eine Fehlbildung des Fötus sein und kriminologischer Indikator wäre nach einer Vergewaltigung. In diesen Fällen übernimmt selbstverständlich die Krankenkasse die Kosten. Jedenfalls wurde 2017 Christina Hennel dann von der Richterin in Gießen für schuldig erklärt, den alten Nazi-Paragraphen verletzt zu haben und zu einer Geldstrafe von 6.000 € verurteilt. Nur war das Echo 2017 dann doch so groß, dass sich unsere Bundesregierung entschied, nur 2 Jahre nach dem ersten Urteil gegen Christina Hennel beim Paragraphen 219a gegenzusteuern. Und zwar so. Möglich soll zukünftig aber sein, dass Ärzte und Krankenhäuser darüber informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Im Netz soll es eine offizielle Liste mit Einrichtungen geben, die Abbrüche durchführen. Und Krankenkassen sollen Frauen bis zum Alter von 22 Jahren verschreibungspflichtige Verhütungsmittel bezahlen. Die Union wollte gar keine Veränderung am 219a. Wir wollten eine Abschaffung. Dann muss man eine Lösung finden, die dazwischen liegt. Ich bin froh, dass wir eine Lösung gefunden haben, mit der alle Beteiligten nach meiner Auffassung auch gut leben können. Okay, also wenn die einen den Paragraphen 219a abschaffen wollen und die anderen nicht, dann ist die Lösung, die dazwischen liegt, den Paragraphen 219a nicht abzuschaffen, sondern nur um einen mickrigen 4. Punkt zu ergänzen? Liefen die Verhandlungen zwischen der SPD und der CDU-CSU ab wie bei Louis de Funès? Nein, doch, nein, doch, nein, doch, oh! Nur ist es eben kein wirklicher Kompromiss, ein altes Nazi-Gesetz zu erhalten und nur um einen Zusatz per Post-it zu ergänzen. Zwar dürfen seit dem Update Ärztinnen und Ärzte auf ihren Homepage den Satz schreiben, dass sie Abbrüche durchführen. Aber mit jeder weiteren Information, wie zum Beispiel mit welchen Methoden, machen sie sich weiterhin strafbar. Was clever ist und vor allem dumm. Und warum diese dazwischenliegende Lösung? Warum beharrt gerade die Union auf diesem Schwachsinn?
Fragen doch einmal unseren Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der auch mal gern Kanzler von Deutschland werden möchte. Vielleicht auch von über 50% Frauenanteil in der Bevölkerung. Worum es geht, ist, dass wir nicht wollen, dass geworben wird auf Großflächen, in Anzeigen, in Flyern dafür, dass es eine Abtreibung gibt. Okay, da fällt mir passenderweise nur eins ein. Fick dich, Jens Spahn. Fick dich. Niemand hat irgendwann jemals davon geredet, dass auf Großflächen oder Anzeigen oder Flyern mit Schwangerschaftsabbrüchen geworben werden soll, du misogyne Hackfresse. Es tut mir leid, aber in welchem Jahrhundert oder Jahrtausend lebt dieser aus Westworld entflohene Service-Roboter? Dabei ist der erste Fehler, überhaupt von Werbung beim Paragraphen 219a zu reden. Frauen durch Medizinerinnen zu informieren, was ein Schwangerschaftsabbruch ist und wie dieser durchgeführt werden könnte, ist alles andere, nur eben keine Werbung. Keine Frauenärztin würde die Innenstadt zuplakatieren, um für Schwangerschaftsabbrüche zu werben, wie ansonsten nur M&M für seine neuen, in der Dunkelheit glühenden M&Ms. Der Trick dahinter? Radioaktivität. Und immerhin schmelzen die auch nicht mehr in der Hand, nur die Hand schmilzt. Aber was kann man schon von einer zum Leben erwachten Wachsfigur aus der Trollabteilung von Madame Tussauds erwarten? Außer mit dieser verfickten Meinung wieder zurück ins Schreckenskabinett der nächsten Kirmes zu verschwinden. Oder zurück nach 1955. Nur ist Jens Spahn mit dieser vollkommen bescheuerten Meinung noch nicht einmal alleine in der CDU. Einfach weg damit, das kann sich die Bremer CDU nicht vorstellen. Wer die Streichung des Paragraphen 219a ersatzlos einfordert, der riskiert im Grunde, dass Werbung gemacht werden kann für die Tötung menschlichen Lebens. Neufassung ja, aber ersatzlose Streichung halten wir für daneben. Und für daneben halte ich es, die Brille so zu tragen. Außer der Brille war die Aussage von Birgit Bergmann zu peinlich und sie hat so nur versucht, sich zu verstecken. Sich aber immer wieder hinzustellen und diesen Mist gebetsmühlenartig wiederzukauen, macht den Schwachsinn dahinter nur eben nicht wahrer. Wenn es danach gehen würde, dürften wir auch keine Werbung für das Rauchen machen, denn jedes Jahr sterben alleine in Deutschland mehr als 125.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Das sind mehr als es Abtreibungen in Deutschland gibt. Sind uns diese Menschen nicht auch was wert? Vielleicht mehr als ein Zellklumpen? Wie? Rauchen darf in Deutschland immer noch öffentlich beworben werden? Weil die CDU das geblockt hat? Und es ist erst ab 2022 verboten? Bis dahin ist eine größere deutsche Stadt an den Folgen des Rauchens gestorben. Und wir unterhalten uns hier echt um einen verfickten Nazi-Paragraphen, während wir zuschauen, wie 125.000 Menschen dieses Jahr sterben werden, weil die CDU zu feige war, da mal was zu machen. Damit haben die mehr Blut an den Händen als alle Ärzte der Welt, die jemals einen Schwangerschaftsabbruch gemacht haben. Oder ermittelt da wenigstens einer dagegen? Oder gibt es wenigstens ein Hashtag dagegen? Nein, nichts. Hashtag nie wieder fragen? Oder? Zudem gibt es noch ein weiteres Problem mit dem Mickey Mouse Update, Copyright beantragt, vom Paragraphen 219a. Diese Ergänzung hat eher fatale Folgen. Seit einem Jahr gilt, auf einer Liste der Bundesärztekammer können sich Ärztinnen und Ärzte sowie Kliniken, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, eintragen lassen. Getan haben das nur wenige, auch aus Angst vor radikalen Abtreibungsgegnern. Es liegt eben daran, dass diese Ärzte und Beratungsstellen durchaus in Deutschland drangsaliert werden von Personen, die das Recht der Schwangeren auf Beratung negieren wollen und deshalb die Praxen sich nicht outen wollen, um nicht an den Pranger in der Öffentlichkeit gestellt zu werden. Anstatt also die Informationsgewinnung zu verbessern, macht dieses Pipi-Update vom Paragraphen 219a es Frauen eben nicht einfacher, sich zu informieren, sondern fast schon wieder schwerer. Chapeau CDU, CSU, sowas schafft echt nur ihr. Nur das alles ist auch Wasser auf den Mühlen der Abtreibungsgegner, denen scheinbar nicht bewusst ist, welche boshafte Ironie hinter ihrem Streben steckt. Denn sie wollen darüber entscheiden, was mit einem Zellklumpen passiert, indem sie der Frau diese Entscheidung nicht zugestehen. Sie wollen also das, was sie jemand anderem, der davon direkt betroffen ist, nicht zugestehen. Und dann ist auch kein Wunder, dass die Gesetze aus dem Dritten Reich so mögen. Und um den Kreis heute noch zu schließen. Die ursprüngliche Klage
gegen Christina Hänel basierte auf einer Anzeige unter anderem vom bundesweit bekannten Abtreibungsgegner Markus Krause. Und wenn dir der Name nichts sagt, dann kein Wunder, denn das ist nur ein Pseudonym, welches Jannik Hendricks aus Kleve gewählt hat, der es als Hobby angesehen hat, das Internet nach Frauenärztinnen und Ärzten zu durchsuchen, die gegen den alten Nazi-Paragraphen 219a verstoßen. Vermutlich trudelt auch bei mir morgen eine Unterlassungsklage von Jannik mit C. Hendricks ein, weil er es total unlol findet, dass jeder seinen Namen nun kennt und sein Hobby. Nur verständlich, keiner will bekannt dafür sein, ein altes Nazi-Gesetz durchsetzen zu wollen. Nicht, dass man doch noch für einen Nazi gehalten wird. Was er nicht ist, vielleicht Markus Krause, aber nicht Jannik mit einem C. Hendricks. Vielleicht. Aber gerade deswegen hat ihm sogar die Rote Flora in Hamburg ein eigenes Plakat gewidmet. Etwas, das ich noch nicht geschafft habe, Rote Flora, trotz unseres sich anbietenden fast gleichen Namens. Und ja, Jannik mit einem C, das Internet vergisst nichts. Vor allem würde, wenn Paragraph 219a gestrichen würde, keine Innenstadt von Pfizer vollklebt werden mit Werbepostern, wie ansonsten nur bei jeder verfickten Netflix-Eigenproduktion von und mit Adam Sandler. Aber es könnte dabei helfen, Frauen einen Zugang zu benötigten Informationen zu geben, sodass sie sich nicht mehr in fragwürdigen WhatsApp-Gruppen informieren müssten oder anderswo, sondern sich eine Ärztin oder einen Arzt ihres Vertrauens suchen könnten. Nicht um sofort ihre Schwangerschaft zu beenden, sondern um auch einmal mit einer Fachkraft darüber zu reden. Und vielleicht entscheidet sie sich dann nach dem Fachgespräch, dass der Zellklumpen doch ein Mensch werden kann. Oder sie entscheidet sich dagegen. Dann ist es aber auch vollkommen richtig. Und es obliegt keinem Mann, keiner anderen Frau und erst recht keinem Markus Krause, das anzuzweifeln. Denn diese Entscheidung liegt nur in einer Hand. Nämlich in der Hand dieser einen einzigen Person, die es betrifft. Niemanden sonst. Und dieses Recht müssen wir geben und nicht mit einem verfickten Gesetz aus der Nazi-Zeit verweigern. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.